Ich bin gerade... Okay, es war doch keine längere Cutscene. Okay, ich wollte eigentlich gerade sagen, ich bin in der Cutscene gelaufen, aber anscheinend nicht. What's the deal, baby? Need something? There's a way in on the fourth floor of the building next door. Or if you can get away. Ach, kommt die Cutscene nur einmal? You're kinda welcome in our turf, pal. Was, nur weil ich weiß bin? I'd much rather get with you than go in D-Row. I'd much rather get with you Okay. than go in D-Row. Was auch immer du meinst, Lady. Ich gehe erstmal. Ihr seid Look keine at you, Nerven. man. Another sucker who bought a bunch of crap you never really needed. Okay, chill. You hear what that Pikus bitch was saying? The resurgence of Detroit due in no small part to Seraph Industries. What a fucking load. Whatever happens, my man, don't let them scare you. Don't let them beat you down. Was auch immer, Kollege. People been saying odds equal progress. Look at me. I've been progress right out into the street. Secret. Traveler. Oh, das ist hier. Ich werde definitiv nochmal hierhin zurück müssen. Hier sind wir in so einem Schalter. Wahrscheinlich fällt irgendwo in der Stadt der Strom aus. Bitte. Wow, was waren das für Schreie? Was waren das für Schreie? Okay, und ich stehe irgendwo neben der Straße. Ach so. You an ex-banger? You got the look. Maybe you know the Big Ant. He's been busting DRB heads for years. You hear what Lazarus been saying? This country's falling apart, man. States are looking to leave the Union. Okay. Also hier auch nirgendwo was Interessantes. I ain't doing nothing, so you can just You hear go what that get Pikus bitch was fucked, saying? soldier boy. Ja, ja, du hast denselben Dialog wie der andere. Due in no small part to Da kann ich noch hochklettern. Habe ich da oben irgendwas zu tun? Wahrscheinlich. Egal, schauen wir mal hoch. Wo haben wir denn diese Stadt? Jum. Okay. Eine Stoppwurm-Software fürs Hacken. Nehme ich mit. Ach wie, und hier ist nichts? Kann ich irgendwie einbrechen? Das sieht aus wie ganz blöder Parcours, den nur ich mir antun würde. Fuck. Ich habe gehofft, ich könnte von dem aufs Dach daneben. Von dem aufs Dach daneben. Und von dem dann auf den kleinen Catwalk daneben. Kurz vor der Tür. Keine Ahnung, was mir das bringen sollte, aber ich habe gedacht, vielleicht wäre es ja irgendwas Cooles. Schade. Also hier aufs Dach und dann darüber in die Tür. Aber dann halt nicht. Hoppa. This city is one big gutter and always will. So. Was? Das hier ist aber nicht der... Motherfucker. Das war die falsche Taste. Zum Glück ist mir noch aufgefallen. Und was war die Aussage? Ich kann es nicht hacken, solange ich noch auf Stufe 1 bin oder sowas. Und ich soll es gegebenenfalls über den Feuereingang versuchen. Lustig, Kollege. Lustig. Oh. Oh, hi. Maybe those Purity First nuts have got the right idea. Might be the only way to get the governments off their asses and do something. Chill. Aber hier oben ist natürlich dann wieder eine Planke dran, damit man springt. Aber hey, Hauptsache der eine Ort, an dem es ich versuche, ist nicht dafür geeignet. Egal.
Okay. So, und wir haben eine neue Fähigkeit. Activation kostet 2. Okay. Das bekommen wir schon mal nicht hin. Es wäre aber halt cool gewesen. Dadurch, dass das Fähigkeiten sind, die wir jetzt besitzen, werden die uns irgendwann nochmal abgenommen. Sonst wären das keine Fähigkeiten, die eingetragen sind. Das kostet auch alles mehr. Hacking wäre natürlich auch interessant. Aber dann wahrscheinlich nicht Stealth, sondern... Use Hack Level 2 Terminals. Das geht aber auch nur noch hier weiter. Ich hebe mir den Perk noch auf. Ich meine, wir haben sie jetzt auch so reingeschafft und dafür Erfahrung bekommen. Okay. Und plötzlich wurde das Ganze ziemlich creepy. Security Rating 5? Was? Holy shit. 5? Alter. Alter. Security Rating 1. Hey. Hack. Access granted. Easy. User credentials decrypted. Device unlocked. Flim. Here is Johnny. Das war nicht, was ich vorhatte. Nee. Move to heavy, okay. Interessant, also kann man mit mehr Stärke auch einfach schwerere Objekte tragen. Okay. Jetzt sind wir mit der Pistole, die kann ich verkaufen. Really? Und hier ist nochmal ein Schloss mit Stufe 4. Großartig. Der komplette Ort hier ist also nutzlos. Hier auch, ja. Andere Fragen. Verdammt. Arme. Inventory Size. Oh, okay, das geht aber hier auch auf Inventory. Wobei ich wahrscheinlich nicht so viel brauchen werde. Blast through weakened walls. Was hier ein schwererer Objekte. Wir könnten damit den Kühlschrank wegheben. Wollen wir das machen? Mit der Recall, Reduce Recall. Increase Inventory Size. Okay. Das wird aber nicht leise genug sein. Den hole ich mir. Weil ich denke, dass zwischendrin sehr oft interessant wird. Fuck. Dass es bei Missionen noch wichtiger wird, dass ich definitiv irgendwas hinter irgendetwas verstecken kann. Und da ist es ideal, wenn ich keine Einschränkung habe. Oh, da kann ich auch rein. Hallöchen, hacken bitte. Okay, das ist schon mal mehr Anspruch. Uncool.
Access granted. What the fuck? Das war knapp. Das war so ein bisschen knapp. Die Leute werden sich auch fragen, wer zur Hölle da ihren Kühlschrank rumhebt. Okay, mit dir kann ich nicht interagieren. Haha, ein geheimer Log. Sehr schön. Okay. Oh, wow. Ach, das war Tinder. What? You think you can just cut me off? Come on, man! I need my deposit! The shit hurts! Huh? I see you, Crow! Was zum... Who is it? You gonna stay out there, asshole? Okay, da kann ich nicht hoch. Meint ihr, er sieht mich hier oben? Wahrscheinlich. Wahrscheinlich. What the hell is going on? Ernsthaft, der kommt nicht hier rein? Ist das ein Witz? Jetzt geht er in den anderen Raum? Ich will nicht so lange warten. Kann ich duschen? Nö. Vielleicht hätte ich das nicht machen sollen. Interesse halber. Neuer Save. Load. Den hier? Kann ich mit dem sprechen? Der hat anscheinend auch ein Problem mit Tinder. Und ist abhängig von dem Neurozeug. You're going! Nein. Kann ich die Knarren aufheben? Okay. Na gut. Dann halt nicht. Das Genick. Erkennt man ja. Der ist da hingefallen. Der hat geduscht und ist ausgerutscht und ist dann umgefallen. Und dann ist ganz zufälligerweise der Kühlschrank auf ihn drauf gepurzelt. Ich meine, das kennt man ja, das passiert ja ständig. Ist mir erst letzte Woche 3-mal passiert. Seht ihr? Perfekt. Niemand will jemals was fragen. Ich wollte die Sache noch lesen. So war das. Also.
Notice to all tenants. Also für alle Tenants, disclose this code to any non-tenants. Der Gate-Code ist 0002. 3 Nullen, eine 2. Okay. Mercury Instant Messaging. Brian, bist du da? Yup. Brian is not doing good. I'll take whatever you wanted. Okay, wie viel von dem Zeug hast du? Sie hat Schmerzen, bla, hallo. Will das Geld nicht. Worum geht's überhaupt? She's getting, er wird immer weniger kooperativ. Er hat das Zeug direkt bei sich. Ey, du bist der Mann. Gas Station. Oh, und das war wahrscheinlich der Typ, der das Zeug brauchte. Gas Station. Das ist, wo wir unsere Sachen verkauft haben. Sieht überhaupt nicht aus wie eine Leiche. Nein. Kann ich hier irgendwo noch was machen? Nehme ich. Ich meine, man nimmt nicht ständig Essen aus dem Müll zu sich. Easy. So, dann geht's gleich noch weiter zu dem Detektiv, nicht wahr? Der ist hier und da ist die Gasstation. Okay, da will sein Hund Grayson quälen. hooked me up with some real tight merch. Those ARG lovers get in my face now, I'm ready to pop them. Grayson, where he at? So, und das ist der Yo, where you been, Detektiv. man? You've been running shit through that abandoned gas station for weeks. Oh, word? I wanted to get them up. Hello there. Well, you must be Adam Jensen. A keen observation. Mrs. Reed told me you might pay me a visit. And don't take this the wrong way, but you're kind of hard to miss. I'll try to take that as a compliment. She told me you might have information regarding Megan Reed's case and the attack on Seraph headquarters. Oh boy, what a mess. Total pissing match. We had the feds on our ass, orders from 3 different departments, and pressure from so many lobbyists it felt like being the scrawny new kid in the prison shower. It is a very high-profile case. Mrs. Reed said you thought some procedures were overlooked. You got that right. I mean, you know how it is. Mrs. Reed told me you used to be a cop. There's always cases where you see the lazy officers taking shortcuts. But this was different. Different how? Too much stuff got overlooked. People seemed way too eager to jump to conclusions, and every time I was remotely insistent, I got turned down by ranking officers. People wanted to bury this thing fast. That's never a good sign. Surely you have something more substantial than this. Yeah, well, that's where you come in. I got a couple of leads I could never fully investigate. I started poking around, but these government-type agents just gave me the creeps. I got scared. Months away from retirement, I didn't want to fuck things up. But you obviously have the means to get to the bottom of this. So what have you got? First off, there's a rumor that the order to close the investigation came from higher up, maybe even outside the local department. Anything like that would have passed through Captain Penn. There might be traces of this left on his office computer. Guess I'll have to pay a visit to the local precinct. Well, while you're there was an officer assigned to the case, Chet Wagner. He's not what you call a choir boy. And when he suddenly got brought on the case, I got suspicious. Somebody wanted him there. And I'm pretty sure he tampered with some of the evidence. You should talk to him. Find out what he knows. Okay, I'll have a little chat with Officer Wagner. You'll most likely find him in the lobby. He got retrograded from his conduct, and he takes depositions now. He won't budge easily, but I'm pretty sure you can find some dirt on him on his desktop. His office is on the 3rd floor. You might find something there to help loosen up his tongue. Anything else worth looking into? Yeah, when the order came down to close the case, the bulk of the evidence was stashed in a storage locker. Maybe you can find some interesting stuff in there. It's on the alley right next to the station. The code is 4891. But I know an outside agency had access to that locker, so be careful. Thanks for the heads up. It's nothing. And, please, don't bother coming back here with details. Don't get me wrong, I'm glad to help. But the less I know about this case, the better I'll feel. Okay, wobei es mich trotzdem interessiert. How did you get assigned to this case? I didn't push for it, if that's what you mean.
To be honest, I didn't want to get involved. Why not? I was an honest cop, Jensen. I always tried to conduct myself in accordance with the law, with procedures, and what I believed was right. Not really the standard M.O. for a case like this. Vor allem in Detroit. You said an outside agency may have tampered with a storage locker. What did you mean by that? Well, I've heard that government agents may have locked up some of the more sensitive evidence in a safe inside the locker. Come on, Chase. What are you not telling me? Damn it! Okay, listen. I snooped around that locker before and found the safe code. But I kinda got caught by one of those guys. He knows I know, Jensen. If I give you the code, they'll know I talked. Call me negative, but I can't think of a nice outcome to that. Why retire from the force only to become a security guard? I mean, it looks like you still love the work. I love the idea of being a cop. Ever since I was a kid, I wanted to join the force. But I just got fed up. It's not like I had imagined it. It's a job. Some people are good at it, while others just don't care. And it shows. This case, the Sheriff case, it was just the last drop in a cup already full. Okay. That's all I need for now. So, und das ist auch alles, was ihr bekommt, denn das war's für heute. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und tschö.